Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und nachdem wir uns in den letzten beiden Videos bereits Teil 1 und Teil 2 von Kapitel 9 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, gewidmet haben und uns angeschaut haben, wie du deinen Weg gehen kannst, warum das wichtig ist und was es mit dem Thema deiner Schwingungsautonomie auf sich hat und wie du sie bewahrst, wollen wir uns heute Teil 3 von Kapitel 9 zuwenden. Und in diesem Teil geht es darum, wie deine Schwingungsautonomie auch davon abhängt, wem oder was du deine Aufmerksamkeit schenkst. Ein sehr wichtiges Thema, besonders in Zeiten des medialen Dauerfeuers, dem wir ausgesetzt sind. Unter anderem darum geht es in diesem Video und ich stelle dir außerdem eine kraftvolle Übung vor, wie du deine Schwingung wieder anheben kannst, wenn du einmal deine Schwingungsautonomie, deinen Fokus vielleicht nicht zu deinem Vorteil, möchte ich es mal nennen, gesetzt hast. Insofern viel Freude mit Teil 3 von Kapitel 9. Um auf dem Weg in deine wahre Komfortzone voranzukommen und dich nicht davon abbringen zu lassen, ist es also nützlich, folgende Maxime immer zu beherzigen. Bleibe bei dir. Mache die Probleme und Ansichten der anderen nicht zu den deinen. Setze klare Grenzen. Und sei generell sehr wählerisch mit deiner Aufmerksamkeit und Energie. Nicht nur in persönlicher Interaktion mit anderen Menschen, sondern in jeglicher Hinsicht. Dies gilt beispielsweise und ganz besonders auch in dem riesigen Informationsraum der sozialen Medien. Mache dazu gerne mal ein Experiment. Beobachte einmal, wo auf Abraham Hicks Emotional Guidance Scale du dich befindest, wenn du eine halbe Stunde in der Natur spazieren gegangen bist und wo, nachdem du eine halbe Stunde durch zum Beispiel Facebook gescrollt hast. Der Unterschied wird vermutlich gewaltig sein und er zeigt dir, wie wichtig es ist, deine Aufmerksamkeit ganz bewusst als das überaus wertvolle Gut zu behandeln, das sie ist. Ich selbst bin immer sehr überrascht, wenn ich mich wieder mal dabei ertappe, zu viel Zeit in den sozialen Medien verbracht zu haben und danach meine Schwingung und Gefühlswelt evaluiere. Sie ist in 99% der Fälle in einem schlechteren Zustand, als bevor ich mein Handy zur Hand genommen habe. Das gleiche gilt übrigens auch für destruktive Filme, Gewalt- und Horrorfilme oder allzu melancholische Bücher und Musik. Und auch die Nachrichten, Zeitungen, Tagesschau etc. fallen definitiv in diese Kategorie. Es ist wichtig, dir auch hier genau zu überlegen, ob und wie viel davon du konsumieren möchtest und dich bezüglich der Medien keinerlei Illusionen hinzugeben. Schlechte Nachrichten verkaufen sich leider immer noch um ein Vielfaches besser als gute. Und die Medien haben, heute vermutlich mehr denn je, keinerlei Interesse daran, deine Schwingung anzuheben oder dich gar auf dem Weg in deine wahre Komfortzone zu unterstützen. Eher im Gegenteil. Die Gründe dafür darfst du dir selber überlegen. Das ist im Rahmen dieses Buches nun ein zu weites Feld. Um auf dem Weg in deine wahre Komfortzone und generell im Leben erfolgreich zu sein, ist es also auch von entscheidender Bedeutung für dich, dir klarzumachen, welchen Energiefeldern du dich regelmäßig aussetzt. Frage dich immer wieder, dient diese Interaktion, diese Handlung, diese Lenkung meiner Energie jetzt gerade meiner wahren Komfortzone oder nicht? Im Folgenden möchte ich dir eine kleine, aber sehr nützliche Übung an die Hand geben, mit der du dich im Alltag immer wieder sozusagen rekalibrieren kannst, wenn du einmal das Gefühl haben solltest, deine Schwingungsautonomie sei ein wenig ins Wanken geraten. Übung. La'akea, dein magisches Lichtwerkzeug. La'akea ist die Bezeichnung für eine nützliche Technik aus der schamanischen Tradition Hawaiis und bedeutet übersetzt so viel wie heiliges Licht.
Laakea ist wie ein kraftvoller Schild und eine nährende Kraftquelle in einem, sowohl für dich als auch für deine Umwelt. Es unterstützt dich dabei, deine Schwingungsautonomie zu bewahren und deine eigene Schwingung sowie die deiner Umwelt positiv zu beeinflussen. Bevor ich dir aber zusammenfasse, wie du das Lichtwerkzeug einsetzen kannst, du wirst sehen, es ist so einfach wie kraftvoll. Lass mich dich noch darauf hinweisen, dass es entscheidend ist, mit welcher Intention du das tust. Setzt du Laakea aus Angst und zum Schutz vor dem Bösen da draußen ein oder im kraftvollen Bewusstsein deines Wohlgefühls und deiner wahren Komfortzone mit dem Ziel, diese zu nähren und zu stärken und damit sowohl deine Schwingung als auch die deiner Mitwelt bewusst zu erhöhen? Im erstgenannten Fall wird die Technik dir, wenn überhaupt, lediglich kurzfristige Erleichterung bringen und ihre eigentliche heilsame Wirkung verfehlen. Ich rate dir also definitiv dazu, die als zweites beschriebene Intention zu wählen, wenn du die folgende Technik einsetzt. Erstens, nimm einen tiefen, entspannenden Atemzug, der dich ganz in deinen Körper und den gegenwärtigen Augenblick bringt. Und dann stell dir ein Licht vor, das dich umgibt und erfüllt. Dieses Licht kann direkt aus deinem Herzraum entspringen oder auch beispielsweise vom Himmel auf dich herabscheinen. Probiere einfach aus, was sich gerade stimmig für dich anfühlt und am besten funktioniert. Nimm dieses Licht und seine Wirkung sinnlich wahr und verstärke es, wenn du magst, noch zusätzlich mit dem Essenzgefühl deiner wahren Komfortzone aus der Übung weiter oben. Das Licht kann die unterschiedlichsten Farben annehmen und jede Farbe hat eine leicht unterschiedliche Wirkung und ihr jeweiliges Einsatzgebiet. Schau, welche Farbe gerade am nützlichsten ist für den von dir beabsichtigten Einsatzzweck des Lichtes. Zweitens, wenn du das Licht dann gut wahrnehmen und dich und deine Umgebung damit erfüllen kannst, dann kannst du ihm zusätzlich bewusst Anweisungen geben, wie beispielsweise: Harmonisiere meine Schwingung, kläre und reinige mein System, harmonisiere das mich umgebende Energiefeld und so weiter. Je nachdem, was du erreichen möchtest, kannst du deine ganz eigene Anweisung kreieren und sie dem Licht geben. Es wird ihnen folgen und genau das tun, was du möchtest. Drittens, setze das Licht so lange ein und genieße seine Wirkung, bis du spürst, dass deine Schwingungsautonomie wiederhergestellt ist und du dich gut fühlst. Du kannst Laakea auch überall hinschicken. Zeit und Raum spielen dabei keine Rolle und es auf andere Menschen ausdehnen, beispielsweise mit der Anweisung: Harmonisiere die Energien zwischen uns. Experimentiere damit und setze Laakea in deinem Alltag in verschiedenen Situationen ein. Es ist ein sehr nützliches Werkzeug und ein großer Segen, der dir jederzeit zur Verfügung steht, um deine Schwingungsautonomie schnell wiederherzustellen und somit die volle Kraft deiner wahren Komfortzone wieder in dein Leben fließen zu lassen. Nutze es. Ja, das war Teil 3 von Kapitel 9 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und ich bin sicher, du hast jetzt schon eine sehr gute Ahnung davon bekommen, wie du deinen Weg gehen kannst und bei dir bleiben kannst in dieser Welt und kraftvoll den Weg in deine individuelle Komfortzone fortsetzen und verfolgen kannst. Und im nächsten Video wollen wir uns dann den letzten Teil von Kapitel 9 und den letzten Teil, der sich mit diesem Thema befasst, anschauen. Und da geht es darum, wie dein Fokus, also deine gelenkte Aufmerksamkeit, nicht nur dafür sorgen kann, dass du deine Schwingungsautonomie bewahrst, sondern sogar deine Welt zum Besseren verändern kann. Die Macht des Fokus als Booster für deine Komfortzone. Darum geht es im nächsten Video. Und damit du dieses kommende Video auch mitbekommst, wenn es erscheint, und auch jedes weitere Video hier auf meinem Kanal immer gleich anschauen kannst, wenn es online geht, abonniere doch am besten den Kanal, aktiviere die Glocke und außerdem, wenn dieses Video dich inspiriert hat, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da, ein Like, das würde mich auch sehr freuen, und teile auch mit mir in den Kommentaren, wie deine Aufmerksamkeit deine Schwingung beeinflusst und wie du zukünftig vielleicht anders damit umgehen möchtest. Jetzt bleibt mir nur noch, bis wir uns wiedersehen im nächsten Video,
dir eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl zu wünschen. Alles Liebe.